Hallihallo! Hallo! Herzlich willkommen zu unserer ersten Munzan Talks Episode heute. And if you don't speak German, you can turn on the English subtitles. Die English Subtitles. Diesmal habe ich es dazu gesagt, weil beim letzten Mal hat jemand gesagt, wo sind die spanischen Untertitel? Und, Ich verstehe nichts. ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind Untertitel, die YouTube nicht automatisch macht, sondern wir tippen die dort ein. Eine sehr spaßige Sache, mal so ganz nebenbei. Ja, also von daher machen wir das und wenn ihr noch eine Sprache hinzufügen wollt, könnt ihr das immer tun. Ihr könnt Untertitel einreichen und dann Leute unterstützen, die eben kein Englisch und kein Deutsch können. Aber wir sorgen zumindest mal dafür, dass die Leute alles verstehen. Genau, so sieht's aus. Zuallererst möchten wir euch erstmal extremst danken, also Oh ja. wirklich extremst danken, für eure Resonanz zu unserer 0. Folge. Ja, das war wirklich mega. Also das hat alle Überwartungen erstiegen. Oh, neues Wort. Also es war überwartet extrem gut. Ja, aber echt cool. Also so viel Resonanz kriegen wir zu unseren Musikvideos irgendwie. Ja. Also so viel Kommentare, Von so viel Kommentare, deutsche ja. Kommentare auch. Die Deutschen Ja. sind etwas zurückhaltend im Kommentieren normalerweise. Aber jetzt hier, wo wir mal Deutsch reden, dann sagen sie auch mal Ja. was. Finde ich cool. Auf jeden Fall extrem viele, ich sag sehr viel extrem, fällt mir gerade auf. Na egal. Du bist ganz schön extrem heute. Ich bin richtig extrem. Extrem am Eskalieren heute. Sehr viele Fragen zu Sachen, die ihr wissen möchtet. Genau. Also die haben wir auch alle notiert und die eine oder andere Frage wird auch mit Sicherheit in einer nächsten Episode aufgegriffen. Natürlich nicht alle, aber sehr, sehr viele. Aber falls euch in der Zwischenzeit noch was eingefallen ist, könnt ihr natürlich diese Frage in den Kommentaren stellen. Jederzeit. Ja, wir lesen alles. Genau, so sieht's aus. Das heutige Thema lautet, stell du es vor, Können wir von der Musik leben? Und die Antwort lautet... vielleicht. Ja. Nee, Quatsch. Ja, können wir tatsächlich. Haben wir geschafft. Also wir haben uns 2018 selbstständig gemacht und es war ein Riesenschritt für uns. Zumal es finanziell zu der Zeit eher knapp war, sagen wir es mal so. Aber also ich war noch arbeitend vorher. Ich habe als Mediengestalterin gearbeitet. Ich war auch arbeiten. Thomas war noch nie arbeiten. Thomas hat sein Studium gemacht und dann... Hat er gearbeitet? Nein, ja, als Hier. Munzan gearbeitet. Als Genau, aber Munzan. er war noch nie irgendwo festangestellt. Darauf Nein. wollte ich hinaus. Aber ich habe Zivildienst gemacht. Sehr gut. 9 Monate harte Arbeit. Ja, genau, bestimmt. Aber genau, ich habe meine Stelle dann gekündigt, die feste Stelle, die Sicherheit. Und wir dachten, das kriegen wir hin. Und wir haben es hingekriegt. Wie auch immer. Dank euch. Also wir hatten echtes Vertrauen in euch und in uns. Und zusammen haben wir das hingekriegt. Also es war echt cool. Aber das Ganze funktioniert bei uns nur, weil wir nur zu zweit sind. Genau. Ihr kennt wahrscheinlich andere Bands, die viel, viel größer sind als wir, von denen ihr vielleicht wisst, dass sie es gar nicht hauptberuflich machen. Aber das hängt halt oft damit zusammen, dass eben 5 Leute in der Band sind und vor allem, dass sie nicht alles selbst machen. Also, dass sie dann immer ins Studio müssen, für jedes Bild müssen sie jemanden engagieren und so weiter und so fort. Oder sind bei einem Label zum Beispiel, da geht ja auch ganz viel. Wo sie auch viel abdrücken müssen, genau. Alles, was bei uns irgendwo verkauft wird, geht zu 100% einfach an uns beide. Und in unser Konto, weil wir haben nur ein Konto, also geht in unser Konto für uns. Und von daher alles, was irgendwie, jeder Cent, der irgendwo zustande kommt, kommt zu uns. Und das ist unser Geheimnis auf der einen Seite, aber natürlich auch die Anstrengung, die dann für uns dahinter steckt. Aber das ist halt unser Job. Klar. Also unser Job ist nicht, ich bin Sängerin oder du bist Bassist oder Gitarrist oder Schlagzeuger, sondern wir sind selbstständige Musiker, die alles machen. Also vom Mediengestalter, also vom Fotograf, Bildbearbeitung, Videograf, Aufnahme, Recording, Typ. Also einfach alles, was irgendwie dazugehört. Dann klar, Techniker, alles was mit Technik irgendwie zu tun hat, müssen wir dann auch selbst irgendwie regulieren oder wissen, welche Lampen wir jetzt brauchen oder wissen, welche Seiten ich jetzt für die Gitarre brauche. Genau, Social Media machen wir natürlich auch alles selbst. Also alles, was irgendwo von uns existiert, ist von uns gemacht. Kostet uns dann kein Geld in dem Sinne, sondern Zeit. Ja. Also es hat uns mal Geld gekostet, aber halt nur einmal dann vor 6, 7 Jahren und das Equipment dann können wir dann über die nächsten Jahre
verwenden. Genau. Deswegen haben wir in Equipment investiert, in gutes Equipment. Du hast gerade auch einen neuen Bass gekriegt. Stimmt. Also, Letzte Woche habe ich einen neuen Bass bekommen. Ja. Der wird dann in einem unserer nächsten Videos dann drin vorkommen. Vor allem, ich habe einen neuen Bass bekommen. Hört sich so an, als hätten dir jemand geschenkt. Ach so. Wir haben ihn gekauft. Ja. Also. Ich habe den Bass von meinem Musikgeschäft gegen eine ordentliche Bezahlung habe ich bekommen. Genau. Und den hat mir die liebe Postfrau gegeben. Ja, du hast ihn erhalten. Ja. Von Gott gegeben. Genau. Ja. Also, von daher, nur damit ihr versteht, wir können davon leben, aber das ganze Konzept funktioniert nur, weil wir zu zweit sind. Ja. Und weil wir ein Paar sind. Also ich glaube, wenn wir getrennt wohnen würden, würde es auch nicht funktionieren. Von daher, wir sind auch genügsame Menschen. Wir kaufen sehr wenig Zeug für uns. Alles fließt eigentlich in Equipment rein und Essen. So. Ja. Wobei unser Kühlschrank schon oft leer ist, weil wir zu faul sind, um einkaufen zu fahren. Nicht zu faul, ja. Ja, doch, schon zu faul. Keine Lust. Vor allem, ja, keine Lust ist zu faul. Gerade gestern, so sagen wir müssen einkaufen. Nee, kein Bock. Wir waren heute immer noch nicht einkaufen. Der Kühlschrank ist sehr mau. Ja, aber unsere Tiefkühltruhe ist gefüllt, denn wir haben tolle Fans, die uns auch tatsächlich was zu essen schicken. Nee, nicht schicken, aber uns bestellen lassen sozusagen. Von daher ist es ganz toll, euch als Unterstützer zu haben. Auf jeden Fall. Also ohne euch, und das ist die größte Säule, die absolute Säule. Ja, logisch, klar. Ihr seid unser Arbeitgeber. Ja. Genau, und vielleicht stellen wir euch unsere Einnahmesäulen mal vor, worauf wir uns aufgebaut haben, weil wir mussten uns natürlich breit aufstellen, falls so eine Säule mal abbricht, wie im letzten Jahr geschehen, wie ihr vielleicht wisst. Echt? Weißt du nicht? Ich glaube, die Leute wissen es nicht. Keiner weiß es. Müssen es auch genau erklären. Für diejenigen, die im Koma lagen in den letzten 1,5 Jahren. Corona ist passiert und da ist uns natürlich eine komplette Säule weggebrochen. Aber andere Säulen sind dann vielleicht ein bisschen größer geworden. Aber das erzählen wir euch jetzt. Genau, jetzt. Alles. Also wir haben insgesamt, wie wir festgestellt haben, ich habe alles nochmal hier notiert auf meinem legendären Schreibblock, wieder handschriftlich natürlich. Also falls ich ab und zu dann nach rechts runter so ein bisschen lux. Jetzt irgendwas am Ja. Dann hängt es damit zusammen, dass ich hier mein Zeug lese und vor allem es natürlich auch nicht lesen kann. Deshalb muss ich ein bisschen länger gucken. Ich habe zwar gute Augen, aber meine Schrift sieht so aus. Wir haben aber festgestellt, dass viele von euch nicht mehr schreiben können. Also das habt ihr uns ja mitgeteilt. Nicht mehr so gut schreiben können. Ja. Die können schon noch schreiben. Jetzt kann ich mehr schreiben. Vorbei. Ja, aber Thomas ist da ganz vorne mit dabei. Genau. Also, die erste Säule? Die erste Säule ist YouTube. Ja, ist es nicht die beste Säule, also nicht die größte Säule, um Gottes Willen. Aber YouTube-Werbeeinnahmen bedeutet, immer wenn da Werbung geschaltet wird, die ihr vor unseren Videos seht, die euch wahrscheinlich normalerweise nervt, dann bekommen wir Geld. Aber auch nicht vor jedem Video, vor den Covern zum Beispiel, kriegen wir genau gar nichts. Genau. Also wirklich nichts. Also bei 95% der Cover kriegen wir nichts. Auf jeden Fall. Aber dann geht das Geld an die Leute, die das Lied, also die Rechteinhaber von dem Lied, also wenn ihr ein Rammstein-Cover bei uns schaut, dann geht das Geld an Rammstein. Genau. Also wenn da eine Werbung trotzdem vorne dran ist, nicht denken, oh, die kassieren wieder, da kassieren wir genau gar nichts. Genau, also bei YouTube denkt man vielleicht, dass die Leute damit unglaublich reich werden. Es gibt auch Richtungen, da stimmt es auch und da wird man viel besser bezahlt von YouTube. Aber Musik oder Entertainment gehört nicht dazu und deswegen ist die Säule nicht so groß, aber sie ist vorhanden und vor allem ist sie passiv. Das bedeutet, wir haben irgendwann mal dafür gearbeitet und bekommen jetzt immer noch monatlich einfach Geld von Google. Ja. Fertig, Punkt. Mehr gibt's dazu gar Genau, ist halt schon angenehm, wenn du einmal arbeitest vor 8 Jahren und kriegst jetzt immer noch was dafür. Genau, aber zum Beispiel das Voici ton chemin Cover, das hat über 1 Million Aufrufe, davon haben wir 0 verdient. Also lasst euch da von den Zahlen nicht irgendwie irritieren. Das ist einfach nicht so, wie man sich's vorstellt. Es gibt ja auch YouTuber, die haben dann einen Schlagzeug-Cover-Kanal und die covern nur Sachen, kriegen genau gar nichts. Die haben dann 800.000 Abonnenten, verdienen aber nichts damit, sondern nur mit irgendwelchen Partnerschaften und sowas. Genau. Also mit YouTube, ja, da gibt es manche, die werden sehr, sehr reich damit und andere haben genauso viele Abonnenten und kriegen eigentlich fast gar nichts. Ja. Aber und wir sind irgendwo so mittendrin. Zwischen gar nichts kriegen und zwischen extrem viel kriegen. Da sind wir sehr weit unten, ja, das stimmt. Aber wir kriegen ja schon ein bisschen was. Genau, und monatlich, also das ist unser Motto,
jeder Cent zählt, tatsächlich in Centbeträgen. Ich weiß noch, wie wir die Cent zusammengerechnet haben und gesagt haben, ey, wir haben 3 Euro im Monat, das ist ein Döner. Ein Döner, genau. Wir haben zuerst in Dönern gerechnet, das weiß ich noch, ja. Genau. Nee, wir hatten erst weniger. Ein Döner war schon viel dann im Monat. Aber ein Döner kostet heutzutage keine 3 Euro mehr. Aber das waren dann 2 Cent oder so am Tag. Ja, im Monat. Es gibt klar. Im Monat. Ja, klar. Nee, ich will nur sagen, 2 Cent am Tag, das gibt noch keinen Döner im Monat. Das gibt ein Drittel-Döner oder so. Da gehst du zum Döner und sagst, hier, ich habe hier mein Geld. Und sagt, Sie kriegen davon 2 Tomaten, eine halbe Zwiebel. Und wenn es gut läuft, sogar noch ein Brot dazu. Okay. Ja, okay, so haben wir zumindest angefangen. Genau, das war Säule 1, YouTube. Ja. Säule 2 ist auch passiv, ähnlich eigentlich zu YouTube. Das ist, jetzt hör mal zu, konzentrier dich jetzt mal hier auf unsere... Die Zwiebel. Ja, klar. Kurzer Insider, Susanne bestellt Döner immer ohne Zwiebeln. Und ich sage dem Mann dann immer, schmeißen Sie bitte die Zwiebeln, die sie normal kriegen würde, mir drauf, weil ich liebe Zwiebeln. Oh Gott, okay. So, wieder ernst bitte? Bitte ein bisschen ernster? Ich versuch's. Okay, alles klar. Was ist die zweite Säule? Streaming-Dienste, was auch eine passive Einnahmequelle ist, aber du kannst weiterreden. Genau, also beim Streaming ist es ja so, dass man auch ein Lied hochlädt, jetzt zum Beispiel auf Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music und was es da noch so alles gibt. Und dann kriegt man da auch Geld davon. Also für 1000 Streams kriegt man so und so einen Betrag. Ja, 3 Euro nochmal, 3,50 Euro so im Schnitt. Ja, um die 3 Euro. Ich glaube, oder 3,50 $. Naja, wir sind nicht ganz so gut informiert. Wir kriegen immer nur das, was wir kriegen letztendlich. Da machen wir auch irgendwann noch ein Video dazu, wie es bei uns so alles aussieht. Genau, mit genaueren Zahlen, die haben wir jetzt nicht im Kopf. Dann sind wir auch besser vorbereitet. Genau. Aber genau, und da lädst du es halt einmal hoch und verdienst auch über die Jahre Geld. Genau, das ist die zweite Säule, die ist auch passiv, ja, im Grunde dann. Ja, genau. Also wir können irgendwo Urlaub machen, sozusagen, wenn wir mal irgendwann Urlaub machen, aber wir könnten Urlaub machen und wir kriegen immer noch Geld, ohne dass wir was dafür leisten müssen, heutzutage. Genau. Aber es steigt natürlich auch, wenn wir was Neues machen. Logisch. Dritte Säule? Dritte Säule ist Patreon. Patreon! Kannst vielleicht erstmal sagen, was so Patreon ist, falls ihr es noch nicht kennt. Genau, Patreon ist wie so eine monatliche Crowdfunding-Kampagne. Also ihr könnt sagen, ihr wollt mit $5 oder 5 Euro uns monatlich unterstützen. Und dann könnt ihr das bei Patreon angeben und dann seid ihr mit dabei. Und das Geld fließt auch direkt zu uns. Also die Abgaben, die wir an Patreon leisten müssen, sind, glaube ich, gerade 5% oder so. Auf jeden also Fall sehr, sehr fair von Patreon. Ganz, ganz wenig. Und deswegen ist das ein super Ding und wir sind mega extrem dankbar für jeden, der da ist. Vor allem ist das unsere größte Säule, die stabilste. Ja. Mit der können wir rechnen und da wissen wir, okay, wir überleben. Auf jeden Fall verlinken wir euch mal den Link unten in die Videobeschreibung ganz oben hin und dann könnt ihr mal einfach vorbeischauen. Falls ihr es noch nicht kennt, gibt es auch auf Deutsch übrigens Patreon. Genau, gibt es dann ganz viele Behind-the-Scenes-Eindrücke oder wir fragen irgendwas, was wir im Merch gerade machen, was euch besser gefällt, was ihr bestellen würdet, dass wir so ein Feedback, so unsere kleine Testgruppe sozusagen. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig und wir wissen dort vor allem, dass die Leute auch im Normalfall immer nur das Beste für uns wollen und auch ehrlich antworten. Genau. Weil wenn du bei Facebook was postet, da sieht's jeder, auch die Leute, die dich vielleicht gar nicht wirklich unterstützen, sondern nur irgendwann mal auf Gefällt mir geklickt haben und dann irgendwas kommentieren oder irgendwas anklicken und so. Da kann man jetzt, ist nicht sehr vertrauenswürdig, würde ich mal sagen. Repräsentativ. Ja, und das auch. Deshalb ist Patreon extrem wichtig und wir sind wirklich extrem dankbar für euch alle. Also sind ja wahrscheinlich auch einige Patrons hier, die auch hier unser neues Format genießen und verfolgen natürlich. Und ja. Ja, also das ist wirklich unsere Sicherheit, unser Baby. Ja. Also falls Patreon irgendwann nicht mehr existiert, dann musst du wieder arbeiten gehen und ich chill wieder. Ja, genau. Dann existieren wir auch nicht mehr. Ja, höchstwahrscheinlich. Also mal sehen, in ein paar Jahren wird es vielleicht, wenn die anderen Säulen vielleicht auch groß genug sein. Aber momentan ist Patreon noch wirklich das Allerwichtigste für uns. Genau. Das war Säule Nummer 3. Säule Nummer 4 ist hier. Da. Merchandise. So die haben wir auch erst aufgebaut. Also ganz am Anfang, eigentlich für die Vancanto-Tour, haben wir erstmal angefangen, einen Online-Shop aufzustellen, den man dann auch erstmal gestalten, also auch ein aufbauen riesen Akt. Über Monate haben wir uns dann auch reingearbeitet. Also von daher, wenn ihr
uns unterstützt ihr nicht nur unsere Musik, sondern eben auch die Arbeit, die wir so drumherum machen. Das ist ja ein Riesending, in was wir uns alles einarbeiten müssen. Und da ist so ein Online-Shop zum Beispiel eine Sache davon. Ja. Die klingt vielleicht nicht so dramatisch, aber ist halt eine ganze Welt und haben wir dann aber auch geschafft. Also das macht dann aber auch immer Spaß, sich in neue Sachen einzuarbeiten. Vor allem am Schluss, wenn es dann funktioniert genau. Und wenn es dann auch läuft. Genau, das ist natürlich wichtig. Während dem Prozess dann, du sitzt dann 2 Monate an diesem Online-Shop, erstellst alle Artikel, alle Preise, alles, was irgendwie dazugehört und dann denkst du dir, okay, wenn jetzt niemand was kauft, habe ich halt 2 Monate lang für nichts gearbeitet. Ist jetzt auch nicht so cool, aber wir hatten Glück. Extrem viel Glück. Genau, und deswegen haben wir das jetzt auch weiter aufgebaut, beziehungsweise durch Corona war die Nachfrage nach Merchandise natürlich auch enorm groß, weil viele gesagt haben, ich unterstütze die Bands jetzt durch Merchandise, ist auch super gut. Letztendlich ist es bei uns egal, ob ihr Merchandise kauft von uns oder ob ihr uns bei Patreon unterstützt, es kommt alles direkt zu uns. Ob ihr uns direkt eine Spende schickt oder so, das ist wirklich alles direkt da. Da geht nichts ab an irgendjemanden. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, weil bei anderen Bands vielleicht, die jetzt irgendwie ein Label haben oder irgendwas anderes, da fließt noch viel irgendwo anders hin, zu irgendeinem Manager oder sonst wohin. Genau, es gibt sogar tatsächlich Merchandise bei Labels, das vom Label gemacht ist, woran die Band gar nichts mehr verdient. Stimmt, das haben wir auch letztens gehört, ja. Das fand ich Wahnsinn. Also du kaufst ein T-Shirt von der Band und die Band kriegt nichts davon. Also das fand ich schon Wahnsinn zu hören. Also da gibt es alles Mögliche. Ich meine, ob ein Label Sinn hat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Natürlich hat es eine Berechtigung. Aber das finde ich schon hart. Und wenn man das als Fan noch nicht mal weiß, dann finde ich schon hart. Dafür sind wir ja aber da und versuchen euch ein bisschen aufzuklären, so die nächsten Male. Genau, so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Genau, auch über Labels, wenn wir dann irgendwann mal ein bisschen was erzählen, was das überhaupt ist, weil ich denke, nicht jeder weiß, was es ist. Ich wusste vor einem Jahr eigentlich auch nicht wirklich, was zu machen. Von daher, ja. Ja, aber von daher kommt alles direkt zu uns. Wir machen unser Merch, also das ist alles auch selbst gestaltet von uns. Wir suchen dann Druckereien, die tolle Qualität haben. Wir legen da auch extrem Wert. Das ist auch sehr wichtig zu sagen, dass wir testen dann auch irgendwie T-Shirts aus und wenn uns was nicht gefällt, dann sagen wir das auch und dann warten wir lieber noch 1-2 Monate und bestellen dann wirklich das, was uns gefällt, wo uns auch die Qualität überzeugt, weil immerhin will ich die Sachen auch selbst tragen. Ja. Also ich will jetzt nicht mit irgendeinem Lumpen da durch die Gegend laufen, sondern eben auch mit coolen Sachen, mich wohlfühlen drin. Genau, das ist Merchandise und es ist extrem gestiegen seit Corona. Von daher ist diese Säule hochgekommen und da muss man auch unser Lager ordentlich aufbauen und alles. Ja, wir haben auch lange überlegt, warum das so ist, warum die Merchandise-Verkäufe bei uns explodiert sind eigentlich seit Corona, kannst du sagen. Seit März letzten Jahres. März, ja. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ihr dann, statt auf Konzerte zu gehen, die ja logischerweise nicht stattfinden konnten, dann eben die Bands unterstützt, indem ihr Merch kauft. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert für die Bands. Und auch für uns natürlich, klar. Ja, auf jeden Fall. Von daher, das war schon eine riesen Überraschung. Ich hoffe, es hält an. Dann jetzt auch die nächste Zeit. Also nach Corona soll es ja auch noch eine Zeit geben. Genau. Es wird warm, Leute. Und wenn es warm wird, bedeutet es, ihr braucht T-Shirts. Und wir hätten da ganz zufällig eins. Ein relativ neues. Wir haben auch noch ein altes. Aber falls ihr ein T-Shirt braucht, hier jederzeit. Wirklich sehr, sehr, top Qualität. Nee, ist wirklich super zum Anziehen, liegt super an, zumindest mal bei mir. Ich mache jetzt hier so ein bisschen auf, wie hieß es früher, diese Sender? Ja. QVC? QVC oder Sonnenschein TV war, glaube ich, für Urlaub. Shopping-Kanal, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. So, nächste Säule. Das war Säule Nummer 4, glaube ich, gell? Du hast einen Plan? 4. Ja, das war Säule 3. Säule 4 sind Auftritte. Patreon war 3. Patreon war 3? Was hast du für eine Superliste? Ich sag echt, wie kann das sein? Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, okay, nee, sorry, ich war blöd. Das war Säule Nummer 4. Jetzt kommt Säule Nummer 5 und das sind Auftritte. Ja. Bin ich am Start. Genau, Auftritte, die momentan seit 1,5 Jahren nicht mehr in unseren Säulen vorkommen. Genau. Unser letzter Auftritt war letztes Jahr wir hatten sogar tatsächlich im Sommer was. Stimmt, im Sommer konnte ja dann nochmal was stattfinden. Da haben wir auf einer Hochzeit gespielt. Ja, genau, wir hatten auf 2 Hochzeiten, glaube ich, gespielt. Genau, das sind natürlich dann private Veranstaltungen. Ich meine, wir haben auch Konzerte mit Moonsun an sich gemacht, aber der Großteil war einfach Musikdienstleister sozusagen. Auf Hochzeiten oder Beerdigungen tatsächlich auch. Oder
irgendwas Privates. Firmenfeiern. Geburtstagsfeiern, auf allem, was irgendwie, wo sich die Leute Musik gewünscht haben. Genau. Sagen wir es mal so. Das haben wir auch wirklich intensiv gemacht und dachten auch, wow, wenn jetzt Corona kommt, das wird eine Lücke reißen. Aber dadurch, dass der Merchverkauf und alles andere auch gestiegen ist und wir uns so richtig dahinter geklemmt haben und gesagt haben, okay, dann machen wir halt. Wir haben keine andere Wahl. Der Kühlschrank muss voll bleiben oder voll werden. Genau, das ist halt immer das Gute, ne? Also wenn man weiß, man muss einfach mehr arbeiten, dann kriegt man auch mehr Geld. Das ist angenehm. Es ist angenehm, aber andererseits auch sehr, sehr gefährlich. Natürlich, es klar. Es gibt halt kein Wochenende oder so. Du weißt, okay, wenn du jetzt nichts machst, kriegst du halt nichts. Genau, dein Urlaub bedeutet dann halt auch, dass die Einnahmen im Normalfall runtergehen. Der Bestfall wäre natürlich, dass du nur passives Einkommen hast, dass du machen kannst, was du willst und trotzdem Geld bekommst. Aber so ist es halt noch nicht. Und, das dauert noch ein paar Jährchen. Ja, man muss auch positiv, das höre ich immer von dir. Ja, natürlich, ich bin positiv, aber du machst so, als wäre übermorgen, will man sagen, hier, fliegen wir auf die Malediven, bleiben da erstmal für 5 Jahre. Wir machen generell fast gar keinen Urlaub, also wirklich teuren Urlaub machen wir gar nicht. Von daher heißt es ja nicht nur, weil wir von Musik leben können, dass wir davon gut leben können. Wir können davon leben, ja. Das war unser Ziel. Unser Ziel haben wir erreicht und von daher ist alles gut. Genau. So, das waren die Auftritte. Auftritte, ja gut, die sind halt jetzt nicht mehr da. Fertig. Und das letzte? Letzte Säule sind noch die Spenden. Oh ja, Spenden. Super wichtig auch für uns und super überraschend immer wieder. Ja. Also mit Spenden kann man ja nicht rechnen und von daher ist es immer wieder spannend, wenn da mal 5 Euro, da mal 20 Euro, plötzlich mal 400 Euro oder so irgendwas, also ganz Abgefahrenes kommt und das ist immer wieder eine Überraschung und wir freuen uns über jede Spende. Auf jeden Fall, klar. Wenn wir es nicht wenn es nicht gerade in einer Zeit kommt, in der wir gar keinen Kopf dafür haben, bedanken wir uns für jede Spende, die kommt. Ja, klar. Es sei denn, es geht wirklich irgendwann mal was unter oder sowas, aber im Normalfall gibt es immer mindestens eine E-Mail zurück. Manchmal sogar 2. Das kommt jetzt in jedem Video, ja. Das kommt jetzt in jedem Video. Ich muss jetzt immer irgendwas finden, wo ich einmal die 2 machen kann. Oh Gott. So, ich glaube, das waren alle 6 Säulen. Ja, und so leben wir. Ist es ein bisschen. Mir ist noch was eingefallen. Du hast noch deinen Mathe-Kanal, der auch noch eine kleine Säule nebendran ist, was jetzt nichts mit Musik zu tun hat, aber ein bisschen was mit YouTube zu tun hat. Ja, aber wir wollten ja sagen, dass wir von der Musik leben. Genau. Ja, machen wir auch. Die Mathe ist ja nur so nebenbei. Ja, aber klar. Muss natürlich trotzdem erwähnt werden. Ja gut, der Mathe-Kanal, der läuft super gut. Den haben wir jetzt halt auch aufgebaut, weil Corona uns schon Angst gemacht hat. Auf jeden Fall. Und also letztendlich haben wir dann da viel Zeit investiert und ich habe da jeden Tag ein Mathe-Video hochgeladen seit Juli. Also da sind wir auch sehr aktiv. Aber genau, das ist halt noch die andere Seite, die ich da noch mache. Also falls ihr... Die wir noch machen. Also Thomas ist bei den Videos halt auch dabei. Ja, ich schneide nur. Ja. Ich bin da im Hintergrund. Falls ihr einen Enkel habt oder Kinder oder irgendwas, die unbedingt was Mathematisches brauchen, also irgendeine kleine Nachhilfe oder so, oder mal gerne wüssten, wie man Brüche addiert zum Beispiel, dann... Schaut in meinen Mathe-Videos unter Mathematrick vorbei. Genialer Name. Den Thomas Mathematrick. Ja. Und wir verlinken den auch mal in die Videobeschreibung. Also könnt ihr gerne mal schauen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt oder noch kein Abo dagelassen habt. Genau. Was sehr böse wäre. Da sind die YouTube-Einnahmen übrigens um einiges lukrativer als im Entertainment-Bereich. Also im Bildungsbereich läuft es sehr gut. Ja. So, ich glaube, das war's. So, also das ist unser... So leben wir. Jetzt können wir sagen, jetzt bist du zufrieden und beruhigt. Ja, natürlich, klar. Also wir hoffen, dass euch unser Einblick gefallen hat. Und jetzt rede ich schon wie in meinen Videos. Und dass es euch ein bisschen geholfen hat. Und wir hoffen vor allem, dass wir nichts vergessen haben. Ja, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Falls wir irgendwas vergessen haben, dann schreiben wir es in die Kommentare oben als angepinnten Kommentar. So ein Text, was wir alles vergessen haben. Ja, mein Gott, das ist so der erste Überblick über unsere Einnahmen, wie man als Musiker heutzutage Geld verdienen kann. Dann habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Das war Episode 1. Macht's gut. Ciao, ciao.